Hallo und willkommen auf dem PLW Review Kanal. Heute stellen wir wieder was von den Fallschirmjägern vor, und zwar eine frühe Darstellung. Wir befinden uns im Zeitraum 1940 zur Operation Weserübung, wo die Luftwaffe Dänemark besetzt hat. Zur frühen Darstellung gehören der M38 Helm, diesmal mit Hoheitsabzeichen und Luftwaffe Adler. Das Hoheitsabzeichen ist später entfernt worden aus Tarnungsgründen, weil das halt zu auffällig war und gerne als Zielscheibe benutzt wurde. Als weiteres tragen wir einen M38 Knochensack. Der Unterschied zum M40 zum Beispiel ist, dass die Reißverschlüsse noch nicht abgedeckt sind und wir ein Modell haben zum Einsteigen. Das heißt, der ist unten geschlossen und nicht aufknüpfbar. Dazu die Fallschirmjägerhose M38 und die Fallschirmjägerstiefel Typ 2. Üblich waren eigentlich eher die seitlich geschnürten Stiefel, die von Anfang an von der Luftwaffe benutzt worden sind. Die haben aber leider nicht zur Verfügung im Moment. Es wurden aber auch schon Typ 2 am Anfang getragen. Dann haben wir das Equipment, und zwar einmal die Gasmaskentasche, das leichte Koppeltragegestell oder auch Y-Riemen. Dann haben wir einen K98 Schützen mit dem K98. K für kurz. Dann haben wir hier die Patronentaschen, wo die Ladestreifen für den K98 drin sind, um das Gewehr auch zu laden. Dann haben wir hier eine M39 Eihandgranate. Was viele zum Beispiel gar nicht wissen, ist, dass die M39 Eihandgranate viel mehr produziert worden ist als die Stielhandgranate. Und das ist halt auch von Anfang an zur Kriegsproduktion. Dann haben wir das Koppel mit einem Koppelschloss, ein Typ 2 in Aluminium, Brotbeutel der Luftwaffe in Blau, eine Feldflasche mit dem frühen Aludeckel und das Essgeschirr. Das Besondere an der Fallschirmjägerhose M38 ist, dass wir hier eine Tasche haben. In dieser Tasche befindet sich das Fallschirmjäger-Kappmesser, hier ein Typ 1 SMF. Dies war meistens dazu da, um sich mit einer Hand aus dem Fallschirm zu befreien, falls man im Baum hängen bleibt oder ähnliches. Es wurde aber auch im Kampf verwendet und teilweise auch, wie gesagt, zum Brote schmieren, Sachen schneiden etc. Typisch für den Karabinerschützen ist natürlich auch das Seitengewehr, was man dann praktisch auch auf den K98 aufpflanzen kann. Viele werden sich natürlich wundern, wie man mit einem Gewehr aus einem Flugzeug springen kann. Das war aber auch gar nicht der Fall. Die Fallschirmjäger sind unbewaffnet abgesprungen, teilweise nur mit Pistole oder MP40 bewaffnet. Und die Gewehre und Maschinengewehre wurden in Abwurfbehältern, in sogenannten Drop-Containern, aus dem Flugzeug geschmissen. Und nach der Landung wurden die dann praktisch stationär angelaufen und die Waffen verteilt und sich aufgerödelt. Das führte natürlich auch dazu, dass beim Absprung viele Soldaten gefallen sind, weil halt noch keine Waffen vorhanden waren und sie in bestehende Gefechte eingesprungen sind. Und was danach auch dazu führte, dass Hermann Göring veranlasst hat, ein Gewehr für die Fallschirmjäger zu machen, was praktisch ein leichtes Maschinengewehr ersetzt, um halt den Fallschirmjäger schon beim Absprung zu bewaffnen. Praktisch das FG42, was sich über mehrere Prototypen entwickelt hat, aber das zeigen wir euch in einem erneuten Video. Beim Absprung hatten die Fallschirmjäger natürlich auch Handschuhe an, um die Hände einmal vor der Kälte zu schützen und natürlich auch bei der Landung. Dann haben wir hier das Reinigungsgerät für den Karabiner. Das hatte praktisch jeder Karabinerschütze, um die Waffe natürlich auch fachgerecht zu reinigen. Das beinhaltet einen Öler, eine Kette, um den Lauf zu reinigen, und diverse Bürsten, um die Patronenkammer eventuell auszubürsten, den Lauf vorne sauber zu machen. Das hatten die Fallschirmjäger meist alles in ihren Knochensacktaschen, wo sie dann auch die Handschuhe verstaut haben. Unter dem Knochensack trägt der Fallschirmjäger eine Fliegerbluse von der Luftwaffe. Die wurde gleichzeitig für Fallschirmjäger und Piloten der Luftwaffe benutzt. Das Besondere an den Fallschirmtruppen, und was auch dazu zählte, dass sie Elite genannt wurden,
war ihre plötzliche aggressive Kampfweise. Dadurch, dass im Absprung meistens ein Überraschungsmoment war, konnten die Fallschirmtruppen natürlich relativ schnell agieren. Das heißt, sie waren plötzlich da und haben natürlich auch plötzlich gekämpft und dementsprechend auch mit entfaltender Wirkung. Dadurch haben natürlich viele Feindkräfte dann auch einen riesen Respekt bekommen vor den Fallschirmjägern, wie zum Beispiel auch die Engländer und die Kanadier, die sie nachher die grünen Teufel nannten. Ja, die Engländer und Kanadier in Falaise, genau, weil die halt alle grün und hier noch grün am Helm hatten und praktisch aus dem Nichts gekommen sind überall. Ne? Dadurch, dass jetzt die ganzen Sachen bekannt sind und viele Sachen auch nachkoloriert werden konnten, gibt es halt da wirklich ganz schön, also Fallschirmjäger waren Punks. Die Punks in der Wehrmacht sozusagen, ehrlich. Ne, zum Beispiel normal sagt man ja, die Mützen für Mannschaft mit dem Lederriemen oder für Unteroffiziere, eigentlich wurden die ja bei der Wehrmacht nur von Unteroffizieren getragen. So, bei den Fallschirmjägern haben das auch ganz normale Schützen getragen. So, und dann nochmal was ganz Wichtiges, zwecks dem aktuellen Waffengesetz in Deutschland, von wegen Anscheinswaffen, Altdeko-Waffen etc. oder Salutkarabinern. Die Salutkarabiner sind ja praktisch nur noch mit Waffenschein. Und da haben wir uns Gedanken zugemacht und haben uns überlegt, ein Original K98 Schaft zu nehmen und das Dekosystem Denix, das Verschlusssystem, in den Originalkarabiner einzubauen. Somit ist an diesem Karabiner kein einziges Waffenteil vorhanden und er ist praktisch auf befriedeten, geschlossenen Geländen völlig legal. Falls ihr irgendwie Lust habt, euch das gleiche nachzubauen, ihr müsst euch praktisch nur einen originalen Schaft besorgen, einen Denix-Karabiner und das Ganze dann nachher im Originalschaft anpassen. Das sind ein paar Fräsarbeiten. Wer so ein bisschen handwerklich geschickt ist, kriegt das auf jeden Fall hin. Oder lässt es einen guten Freund machen, je nachdem. Und dann ist man auf jeden Fall gesetzesmäßig auf der sicheren Seite. So, und dann danken wir euch mal wieder fürs Zuschauen. Fritz sagt auf Wiedersehen. Wem es gefallen hat, bitte ein Like da lassen, Kanal abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.